hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir einmal über Pastellstifte sprechen, welche ich so ausgetestet habe, wie man sie benutzen kann und welche Hilfsmedien es dazu gibt. Fangen wir einfach mal an mit den Pastellstiften, die ich so hier rumliegen habe. Das sind einmal die Koh-i-Noor Gioconda Soft Pastellstifte. Dann die Stabilo Cabotello Pastellstifte und die Faber-Castell Pitt Pastellstifte. Ich muss sagen, ich habe mit allen dreien ein bisschen gearbeitet und als Anfänger und jemand, der jetzt kein Künstler ist, haben sich alle drei für mich sehr, sehr ähnlich angefühlt. Ich habe wirklich keinen großen Unterschied gemerkt. Ich muss sogar sagen, dass der teuerste Stift von den dreien mir sogar ein bisschen weniger als der Rest gefallen hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, fangen wir einfach mal mit den Faber-Castell Pitt Pastellstiften an. Die gibt es in Sets von 12, 24, 36 und 60. Hier auf dem Pastellstift hat man auch angegeben, wie hoch die Lichtechtheit ist. Es wird von 1 bis 3 Sternen gemessen und 3 Sterne ist eben die höchste Lichtechtheit. Am Ende des Stiftes ist eine Farbindikation angegeben, die manchmal stimmt und manchmal nicht. Ich würde euch immer empfehlen, eure eigenen Farbtabellen anzulegen. Die Farben der Pitt Pastellstifte gleichen denen der Polychromos oder Albrecht-Dürer. Also die Pigmente untereinander sind gleich. Das heißt, man kann die sehr gut in Kombination benutzen. Sie unterscheiden sich da nicht, sondern komplementieren sich. Dann haben wir die Stabilo Cabotellos. Die Stabilo Cabotellos gibt es in Set von 12, 24, 36, 48 und 60. Und alle drei Pastellstifte, die ich hier habe, kann man auch einzeln kaufen. Also nicht nur in Sets erhältlich, sondern man kann sie auch einzeln kaufen. Zu den Cabotellos, auch hier ist ein Sternesystem angegeben, was die Lichtechtheit betrifft. Man hat hier aber 1 bis 5 Sterne. Es gibt zu allen drei Stiften auch Tabellen, wo die Lichtechtheit und die Testung draufstehen zu jedem einzelnen Stift. Farbnummer ist auch gegeben bei allen dreien. Eine Farbbenennung gibt es hier auf den Stift bei allen drei nicht, nur eine Nummer. Der Stift ist lackiert in der Farbe, die der Farbe der Mine entspricht, und ich muss sagen, ist eigentlich sehr akkurat. Trotzdem immer Farbtabellen anlegen. Dann zum Schluss die Koh-i-Noor Gioconda Soft Pastellstifte. Hier hat man keine Lichtechtheit angegeben, sondern es gibt eine extra Tabelle, wo das aufgelistet ist. Auch hier hat man die Farbmarkierung, die nicht so ganz der Mine entspricht. Da sollte man auch auf jeden Fall eine externe Farbpalette anlegen. Die Koh-i-Noor Gioconda gibt es in Sets von 12, 24 und 48. Zu dem Preispunkt. Der günstigste Stift ist hier Koh-i-Noor, wo ein 12er Set ca. 10 Euro kostet. Dann gefolgt von den Stabilo Cabotellos, wo ein 12er Set 15 Euro kostet. Und am teuersten sind die Pitt Pastels, wo ein 12er Set 20 Euro kostet. Preise variieren immer je nach Jahreszeit und natürlich auch je nach wirtschaftlicher Lage. Deswegen werde ich die Links auch unten in der Infobox nochmal verlinken, falls ihr nachschauen wollt. Von den drei, die ich getestet habe, haben mir die Pitt Pastels am wenigsten gefallen, also aber wirklich nur bei einer Haaresbreite, wenn man ganz, ganz genau vergleicht. Aber sonst habe ich keine großen Unterschiede gemerkt bei den bisschen Malen, das ich damit gemacht habe, beziehungsweise bei den einfachen Malen, was ich damit mache. So, wir testen einfach mal ein paar
Techniken, die man verwenden kann. Und ich erzähle euch ein bisschen zu den Pastellstiften nebenbei. So, zuallererst nehme ich hier Koh-i-Noor Gioconda und das Schöne an Pastellstiften ist, man kann wirklich sehr schnell damit arbeiten. Es ist kein langwieriges Medium wie zum Beispiel Buntstifte, wo man Schicht für Schicht wirklich sehr exakt arbeiten muss, sondern es geht wirklich sehr, sehr schnell. Auch das Farbenmischen geht super schnell mit Pastellstifte, da sich diese Kreidestaubbpigmente sehr, sehr leicht mischen lassen. Pastellstifte anspitzen ist eine Kunst an sich. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen damit gekämpft. Ich habe recherchiert. Von den meisten Künstlern wird empfohlen, mit einem Bastelmesser die Stifte anzuspitzen, was bei mir überhaupt nicht geklappt hat. Ich habe da noch kein Händchen für, es ist wahrscheinlich auch eine Übungssache. Andere haben den Derwent Kurbelanspitzer empfohlen, den ich hier auch habe. Und der hat wirklich super funktioniert, weil es eben keine Messer sind, die das anspitzen, sondern der Stift wird quasi gefräst und daher bekomme ich auch diese tolle Mine. Und ich muss sagen, das hat für mich am besten funktioniert. Dann haben andere gesagt, man kann es auch mit einem ganz normalen Anspitzer machen. Ich habe dafür dann diesen Faber-Castell Anspitzer genommen und die Color Grip Öffnung, die eben eine sehr kurze Mine macht, dafür benutzt. Und das hat, wie man hier sieht, auch ganz gut funktioniert. Allerdings sollte man immer nach dem Anspitzen von Pastellstiften oder wachsbasierten Stiften Bleistifte hinterher spitzen, weil der Pastellstaub oder dieser Wachs auf den Stiften eben die Messer stumpf machen und somit hat man eben bei den Stiften, die man danach anspitzt, Probleme. Aber der Graphitstaub hilft, diese Messer wieder von dem Wachs zu befreien, beziehungsweise euer Messer ein bisschen anzuspitzen oder anzuschärfen. So, das erste Hilfsmittel und das, was mir auch am besten gefällt, sind diese Pastell-Shaper. Oder sie werden auch für Arbeiten mit Ton, glaube ich, genommen oder anderem weichen Material. Ich überlege gerade. Ton war das, glaube ich. Für Skulpturen werden sie auch verwendet. Aber man findet sie auch unter Pastell-Shaper, wenn man sie suchen sollte. Die habe ich von meiner lieben Schwester geschenkt bekommen. Dankeschön nochmal. Und auch die werde ich unten in der Infobox verlinken. Und als erstes würde ich immer sicher gehen, dass ihr nichts mehr auf der Spitze habt. Und dann könnt ihr hiermit quasi den Pastellstaub in euer Papier drücken und super leicht eure Farben vermischen bzw. einen Farbverlauf damit machen. Das ging schnell, oder? Pastell krümelt sehr, deswegen sollte man immer aufpassen, dass der Tisch danach gereinigt wird, dass er mit den Händen nicht über das Bild wischt. Dann nehmen wir mal für das nächste Blumenblättchen 2 Farben. Ich habe hier jetzt die Pitt Pastellstifte. Und ich denke, ich nehme die beiden. Die Pitt Pastell fühlen sich für mich ein bisschen trockener an und als ob ich nicht viel Pigment auftragen kann wie bei den anderen. Allerdings sind auch das gute Stifte. Ich
hatte mit beiden die gleichen Ergebnisse, ohne mehr oder weniger Zeit zu investieren. Und von dem Grün noch ein bisschen reinmischen. Ich finde Pastellstifte gerade für Leute, die Probleme mit der Hand haben, ein super Medium. Irgendwie vergisst man, dass man auch hiermit sehr, sehr gut malen kann. Es geht schnell, man muss nicht dolle drücken und ich finde sogar, das Blenden geht mit Pastellstiften leichter als mit normalen Buntstiften. Schon mit den Stiften selber blende ich die Farben eigentlich sehr, sehr gut ineinander. Ich bräuchte jetzt gar kein weiteres Hilfsmedium, um mir zu helfen, die Farben weiter zu verteilen. Aber wenn man möchte, kann man hier so einen Papierstumpen nehmen. Es gibt davon auch verschiedene Größen. Auch die habe ich zufällig von meiner Schwester zu Weihnachten vor ein paar Jahren bekommen. Und die sind extra für Kreide, Kohle und Pastellstifte geeignet. Ich habe die hier bisher nicht angespitzt. Man kann die mit Sandpapier quasi anspitzen oder die alte Farbe, die dran ist, natürlich wegreiben. Mir hat es gereicht, wenn ich die Spitze hier erstmal auf einem Tuch abwische, sodass ich die Farbe eben nicht übertrage, die ich vorher drauf habe. Auch mit diesen Papierstumpen kann man eben ganz einfach die Farben verwischen und das restliche Pigment eigentlich sehr gut ins Papier drücken. Die Farbe hier unten verwischen, sodass ein Farbverlauf entsteht und das restliche Pigment einfach ins Papier drücken. Warum ich das Pigment ins Papier drücke und nicht wische, kann ich euch gerne zeigen. Hier bei dem nächsten Blatt. Erstmal wische ich und wenn ich jetzt über alles wischen würde, würde ich von der Farbe etwas aufnehmen. Es würde ein bisschen ausgeglichener aussehen. Und dadurch, dass ich hier unten nur wische und hier oben drücke, drücke ich eben das Pigment, das hier oben lose noch drauf sitzt, ins Papier und helle meine Farbe nicht zusätzlich auf. Wenn man das machen möchte, kann man das natürlich gerne machen, je nachdem, was für ein Ziel ihr im Kopf habt. Super einfach und super schnell. So. Und zu guter Letzt nehmen wir nochmal die Koh-i-Noor und ich zeige euch, wie es aussieht, Pigmente zu vermischen. Ich möchte hier zum Beispiel jetzt eine orangene Blume haben und dann lege ich zuallererst Gelb vor. Dann nehme ich meinen Rotton und ich möchte hier das Ende ein bisschen orange haben. Und ihr seht, sobald ich meinen Rotton auftrage, mischt es sich sofort mit dem Gelb und ich bekomme ein dunkles Orange. Wenn ich das noch aufhellen möchte, gehe ich einfach noch mal mit dem Gelb drüber und verblende so quasi die Farben. So, wenn ich das Ganze noch mal ein bisschen festigen möchte, wenn ich gleich das Pigment wegpusten würde, würde die Blume um einiges heller sein. Aber da ich da noch viel Pigment drauf habe, kann ich mit einem Q-Tip
ganz einfach auch hier wischen und drücken, wischen und andrücken. Q-Tip ist etwas, was eigentlich jeder zu Hause hat. Dann malen wir die Blätter einmal aus und dafür nehme ich die Stabilo Cabotellos und hier blende ich einfach ganz normal mit den Stiften. Ich nehme keine Hilfsmittel. Das Bild, das ich hier übrigens benutze, ist aus Jenna Basfords kostenlosen Ausdruck oder Buch Flourish. Das könnt ihr euch gerne runterladen und ausdrucken. Ich arbeite hier auch auf ganz normalem Kopierpapier, also nichts Besonderes. Ihr könnt sehr, sehr einfach diesem Tutorial mitfolgen bzw. mit Buntstift mitmalen, wenn ihr möchtet. Laut Reviews sollen die Cabotellos die besten Pastellstifte auf dem Markt sein. Das sagen auf jeden Fall die Künstler, die damit ihr Geld verdienen. Also falls ihr nach dem besten Set sucht, seid ihr bei den Cabotellos am besten aufgehoben. Falls ihr nach dem günstigsten Set sucht, das trotzdem noch gut ist, könnt ihr gerne die Gioconda nehmen. Ich habe mit denen hier eigentlich auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Was ich nicht wusste, ist, dass die Pastellstifte teilweise sogar aquarellierbar sind, also wasserlöslich. Und das können wir hier gerne einmal ausprobieren. Ich hatte hier einen Pinsel und wenn wir das mit Wasser lösen, verteilt es sich ganz gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wie ihr seht, könnt ihr eurem Bild noch mal ein bisschen mehr Pep geben, wenn ihr eure Pastellfarbe mit Wasser löst. Richtig schön. So, und zu guter Letzt gibt es noch eine Wischtechnik. Probieren wir das mal aus, indem wir hier den Hintergrund etwas ausfüllen. Wirklich nur ganz leicht. Eigentlich ist es am besten, wenn man das mit Pastellkreide macht. Dazu habe ich auch einige Tutorials, die ich unten verlinken werde, wie man mit Pastellkreide, Pastellstiften Hintergründe zum Beispiel malt. Schaut da auf jeden Fall auch rein, wenn ihr interessiert seid. Das Schöne ist, wenn man Pastell als Hintergrund benutzt, dass, wenn das Bild vorher mit Buntstift ausgemalt ist, man eigentlich leichtes Spiel hat,
weil sich die Pastellkreide nicht auf dem Buntstift niederlegt und somit kann man eigentlich mit diesem Feinstaub sehr, sehr gut arbeiten und den verteilen auch in den kleinen Ecken, ohne sich Sorgen zu machen, dass man zum Schluss sein ganzes Bild verdirbt. Aber dazu gibt es nähere Details in meinen Hintergrundvideos. Schaut auf jeden Fall rein, wenn euch das Arbeiten mit Aquarell bei Hintergründen interessiert. So, und jetzt können wir einen Wattepad nehmen. Ich habe mir hier ein Kosmetikpad einfach zurechtgeschnitten und indem wir das falten, wie es euch am besten in der Hand ist, könnt ihr mit kleinen kreisenden Bewegungen sehr, sehr schnell und einfach so einen Hintergrund ausfüllen. Wenn ihr das sehr leicht haben wollt, schön verteilt, ist ein Wattepad die allerbeste Methode. Wenn ihr das ein bisschen stärker und definierter haben wollt, dann könnt ihr dafür ein Pastelshaper nehmen. Die gibt es übrigens in unterschiedlichen Formen und Größen. Auch das Material ist sehr unterschiedlich, aber ich bin mit dem hier eigentlich sehr zufrieden. Und mit dem Pastelshaper könnt ihr auch hier eben den Pastellstift sehr, sehr gut verteilen. Und wenn ihr so kleine Ecken habt, wo ihr reinkommen wollt, dann geht es natürlich auch sehr, sehr gut mit einem Q-Tip. Oder falls ihr gar nichts zur Hand habt, könnt ihr auch euren Finger nehmen. Das funktioniert auch. So haben wir eigentlich sehr schnell ein kleines Bild ausgemalt. Also Pastellstifte sind wirklich vielseitig einsetzbar. Man kann damit sehr, sehr schnell arbeiten. Das Blenden ist definitiv leichter als mit Buntstift. Und das Einzige, worauf ihr hinterher achten müsst, ist, dass ihr euer Bild fixiert. Ich habe hier so ein Universalfixativ, das ich auch bei meinen Buntstiften benutze. Das hält das Pastellpigment eben auf der Seite. Ich würde trotzdem immer ein weißes Blatt Papier dazwischen legen, sodass eure nächste gegenüberliegende Seite kein Pastellabrieb bekommt. Das passiert trotz Fixativ leider sehr, sehr schnell. Deswegen legt euch ein Blatt dazwischen, aber damit euer Bild nicht auffällt bzw. die Farbe abreibt, auf jeden Fall ein Fixativ benutzen. Dann hoffe ich, ihr habt was mitgenommen, ihr konntet ein bisschen was lernen. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!